Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch einen Klassiker und zwar Cremeschnitten, von denen mein Mann sagt, dass sie legendär sind. Ich glaube, das sagt alles, also stürzen wir uns in die Arbeit. Für die Creme brauchen wir Milch und Wasser, Eigelbe, Vanillepuddingpulver oder Speisestärke, Zucker und Vanille. Vanille ist ganz wichtig. Außerdem Gelatine und die dazugehörige Menge Wasser, eine Prise Salz und wer möchte, kann noch ein bisschen Rumaroma hinzufügen. Für die Creme und auch für die oberste Schicht brauchen wir Sahne und zwar nicht zu wenig. Ich verwende für Cremeschnitten gerne eine pflanzliche Variante, wie zum Beispiel die Patisserie-Creme von Guma, denn diese pflanzliche Sahne ist sehr stabil, die hält eure Creme auch schön stabil und sie lässt sich gut aufschlagen, da besteht also die Gefahr nicht, dass sie leicht gerinnt, wie das bei der klassischen Sahne der Fall ist. Wo die Patisserie-Creme erhältlich ist, könnt ihr in der Infobox nachlesen. Und zum Schluss noch 2 Rollen Blätterteig. Zuerst bereiten wir den Pudding für die Creme vor und dafür geben wir die Gelatine in eine Schüssel, fügen das Wasser hinzu und lassen die Gelatine stehen, bis sie aufgequollen ist. In einen großen Topf füllt ihr die Milch und das Wasser ein. Von dieser Mischung entnehmt ihr jetzt ungefähr 300 ml. Diese kleine Menge brauchen wir gleich und den Topf mit der großen Menge an Milch und Wasser stellt ihr auf den Herd und erhitzt das Ganze. Im nächsten Schritt vermischt ihr in einer Schüssel Zucker und Vanillepulver, eine Prise Salz und die Eigelbe. Mixt die Zutaten so lange, bis sie schön cremig und hellgelb sind. Ist das der Fall, könnt ihr Vanillepuddingpulver oder Speisestärke hinzufügen. Kleiner Tipp am Rande, nicht einfach den Mixer einschalten, sonst fliegt euch die Speisestärke um die Ohren und ihr habt eine Sauerei in der Küche. Erstmal langsam umrühren und dann den Mixer starten. Ja. Zum Schluss fügt ihr noch die 300 ml Wasser-Milch-Mischung hinzu. Nach Wunsch noch ein bisschen Rumaroma und die Mischung steht bereit. Zur Milch-Wasser-Mischung kommt jetzt die Eigelb-Mischung dazu und jetzt ist ganz wichtig, wirklich konstant und kräftig zu rühren. Hat sich ein Pudding mit dieser Konsistenz gebildet, nehmt ihr ihn von der Kochstelle und rührt die Gelatine ein. Füllt den Pudding in ein anderes Gefäß um und deckt ihn mit einer Schicht Frischhaltefolie so ab, dass diese ihn an der Oberfläche berührt. Jetzt habe ich für euch eine wichtige Info und zwar, dieser Pudding muss unbedingt bei Zimmertemperatur auskühlen, nicht im Kühlschrank. Und das kann bis zu 4 Stunden dauern, deswegen macht die liebe Hanuma diesen Pudding gerne einen Tag vorher und das würde ich euch genauso empfehlen. Jetzt folgt der Blätterteig, den nehmt ihr aus der Verpackung, öffnet ihn vorsichtig und legt ihn auf ein umgedrehtes Backblech. Einen perfekten Blätterteig werdet ihr im Supermarkt nicht finden, wenn eurer also auch kleine Löcher oder unschöne Stellen hat, könnt ihr die mit den Fingern ein bisschen kaschieren. Stecht den Blätterteig mit einer Gabel an mehreren Stellen ein, damit er nicht zu hoch wird bzw. wie ein Ballon aufgeht und dann könnt ihr ihn schon backen. Gebacken wird er auf diese Weise, also auf dem umgedrehten Blech bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 bis 12 Minuten. Während der eine Boden im Ofen ist, folgt auch schon der zweite, der wird ebenfalls vorsichtig geöffnet und jetzt zugeschnitten und zwar in ca. 8 cm große Quadrate. Auch diese werden mit einer Gabel mehrmals eingestochen, auf ein umgedrehtes Blech gelegt und gebacken. Behaltet bitte beide Blätterteige im Auge beim Backen, denn jeder Ofen arbeitet anders und sie dürfen nicht zu dunkel werden. Ist der erste Boden fertig, legt ihr ihn auf ein Tablett zum Auskühlen und legt einen Backrahmen drumherum. Jetzt werden die 700 ml Sahne oder Patisserie-Creme für die Puddingcreme steif geschlagen.
In der Zwischenzeit ist auch der Pudding vollständig ausgekühlt. Er wird jetzt nur kurz durchgemixt und dann folgt auch schon die Sahne. Ihr könnt sie mit dem Mixer einrühren, aber ich persönlich bevorzuge dann doch die Variante mit dem Schneebesen. Da kann man die Creme dann schön von unten nach oben heben und ja, die Zutaten verbinden sich so einfach besser. Verteilt die vorbereitete Creme auf dem ersten Boden und falls das Ganze für euch jetzt irgendwie zu weich, zu flüssig oder sonst wie aussieht, keine Angst Leute, ihr müsst dieser Creme jetzt Zeit geben, denn sie wandert jetzt in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden. Nach dieser Zeit, wenn die Creme schön fest ist, könnt ihr die zweite Portion Sahne, das sind 500 ml, steif schlagen und über der Creme verteilen. Bestreut die Blätterteigquadrate mit Puderzucker und legt sie auf die Sahneschicht drauf. Ich empfehle euch die Cremeschnitten, so wie sie jetzt sind, nochmal für eine halbe Stunde zu kühlen und dann dürft ihr servieren. Diese Art und Weise Cremeschnitten zu essen grenzt schon an Quälerei, also Leute, hebt den Deckel ein bisschen hoch und dann ja, könnt ihr das Ganze ein bisschen systematischer angehen und eure Cremeschnitte sieht nicht aus wie nach einem Unfall. Eigentlich sind diese Cremeschnitten im Kühlschrank ja bis zu eine Woche haltbar, aber bei uns überleben sie nicht mal 3 Tage. Ja, ich denke, das sagt alles. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.